Groß ist der Herr und hoch zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Durch sein Wort wurde alles geschaffen. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Alles, was Gott schuf, war gut. In allem zeigte sich seine Größe und Güte und Allmacht. Gott erschuf alle Arten von Pflanzen und Tieren. Dann formte er den ersten Menschen aus Erde. Er blies in seine Nase den Lebensatem. Dieser erste Mensch hieß Adam. Dann nahm der Herr eine Rippe Adams und formte daraus eine Frau. Die sollte Adams Ehefrau und Gefährtin sein. Das war die erste Frau. Sie hieß Eva. Gott erschuf Adam und Eva als sein Abbild, ihm ähnlich, damit sie freudig in enger Gemeinschaft mit ihm leben konnten. Und sie lebten glücklich in seiner Gegenwart in einem schönen Garten, genannt Eden. Es gab kein Leid und keinen Tod. Gott gebot Adam: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, außer einem. Sobald du von seinen Früchten isst, wirst du sterben. Aber eines Tages führte Satan Eva in Versuchung. Sie pflückte von den Früchten des Baumes und aß. Und auch ihr Mann aß davon, weil sie Satan mehr Glauben schenkten als Gott. Durch diese schändliche Tat zerbrach ihre Gemeinschaft mit Gott, denn Gott ist heilig und Sündern ist seine Gegenwart verwehrt. Und so schickte Gott Adam und Eva fort aus dem Garten Eden. Diese Schande kam über sie, weil sie Gottes Gebot missachtet hatten. Darum mussten Adam und Eva und alle ihre Nachkommen Schmerzen und Tod erleiden. Aber Gott, der Barmherzige, hatte im Sinn, die Nachkommen Adams zurückzuführen in seine göttliche Gemeinschaft, damit sie für immer in seinem Reich mit ihm leben können. In der Bibel offenbart Gott seinen Plan, die Menschen vor der verdienten Strafe zu bewahren und Sünde und Schande von ihnen zu nehmen. Einen Teil seines Planes offenbarte Gott dem Propheten Abraham. Abraham vertraute Gott und ehrte ihn. Gott versprach, ihn zu segnen und durch ihn die Menschen aller Völker. Er versprach ihm viele Nachkommen, so zahlreich wie Sandkörner am Meer und wie die Sterne am Himmel. Abraham glaubte Gott, und so zählte Gott ihn zur Schar seiner Gerechten und nannte ihn seinen Freund. Eines Tages stellte Gott Abraham auf die Probe, um sein Vertrauen und seinen Gehorsam zu prüfen. Er gebot Abraham, ihm seinen Sohn zu opfern. Abraham hatte von Gott die Verheißung empfangen: Durch diesen Sohn wirst du viele Nachkommen haben. Dennoch war er voll Vertrauen auf Gott und gehorchte. Er machte sich also bereit, seinen geliebten Sohn zu opfern. Abraham erhob sein Messer. Aber Gott sprach: Abraham, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest und mir gehorsam bist. Im gleichen Moment sah Abraham einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn Gott als Opfer dar, anstelle seines eigenen Sohnes. Als Gott, der Mitfühlende und Barmherzige, Abraham einen Widder als Opfer anstelle seines Sohnes gab, offenbarte er seine große Menschenliebe. Er liebt uns wie ein guter Vater seinen Sohn. Durch dieses Geschehen zeigte Gott seine Absicht, den Menschen ein Opfer zu senden, das an ihrer Stelle sterben sollte.
Gott der Barmherzige offenbart in der Bibel, dass er einen sündlosen Menschen senden würde, der durch seinen Tod für Adam und seine Nachkommen ihre Sünde und Schande tilgen sollte. Mit seinem großen Opfer würde er denen, die an ihn glauben, den Weg eröffnen zu ewiger Gemeinschaft mit Gott und dem Leben in seinem Reich. Die Propheten nannten diesen Menschen den Messias. Sie prophezeiten, Gott würde den Messias senden, um Menschen zu retten und damit er als Gottes Stellvertreter über sie herrschen sollte. Viele hundert Jahre vor seiner Ankunft verkündeten die Propheten, was der Messias tun und was mit ihm geschehen würde. Dem Propheten David nach würde Gott dem Messias offenbaren: Du bist mein Sohn. Damit war nicht der natürliche Sohn gemeint, sondern, wie in den Schriften der Bibel steht, er ist das ewige Wort Gottes, den Gott durch ein Wunder der Jungfrau Maria eingab und der als Mensch geboren wurde. Die Propheten wollten mit dem Begriff Sohn Gottes die enge Verbindung zwischen Gott und dem Messias beschreiben und seine Rolle als Retter der Menschheit und als König. Der Prophet Jesaja verkündete: Eine Jungfrau wird ein Kind empfangen und einen Sohn gebären. Auch schrieben die Propheten, der Messias würde zu Bethlehem geboren und auf einem Esel reitend als König in Jerusalem einziehen. Sie beschrieben, wie sein enger Vertrauter ihn für 30 Silberlinge verraten würde. Im Weiteren verkündeten die Propheten, der Messias wird sein Leben opfern, aber Gott wird ihn am 3. Tag von den Toten auferwecken. Der Prophet Daniel nannte den Messias den Menschensohn und sagte, er würde zum Himmel aufsteigen auf einer Wolke und Gott würde ihm ewiges Königtum geben über alle Völker. Vor mehr als 2000 Jahren lebte auf dieser Welt ein Mensch namens Jesus. Als die Menschen seine Werke sahen, fragten sie einander: Ist er der ersehnte Messias? Haben sich die Prophezeiungen über den Messias durch das Leben Jesu erfüllt? Dieser Film zeigt, wer Jesus ist und etwas von dem, was er gesagt und getan hat, so wie es in den Schriften der Bibel steht. In diesem Film wird Jesus von einem Schauspieler dargestellt. Niemand wird Jesus gerecht, aber dieser Film wurde gedreht, damit Menschen etwas über das Leben Jesu erfahren und wissen und die von Gott verheißenen Segnungen empfangen können.